Hallo zusammen, heute möchte ich dir eine App rund um die Apple Watch vorstellen, bei dem du hier Trainingsvorschläge bekommst, aber auch eine bessere Trainingsübersicht. Die App gibt es sowohl für die Apple Watch Ultra 3 als die Vorgängermodelle und natürlich auch die Apple Watch Series 11 und auch die Vorgängermodelle ebenfalls, beziehungsweise der Apple Watch SE. Konkret geht es hier um die App Peakwatch. Peakwatch bietet dir einmal eine Übersicht über deinen aktuellen Gesundheitszustand, aber auch Trainingsvorschläge bzw. eine Trainingsbelastung werden hier auf der App gezeigt. Wir sind auch hier oben, werden wir schon direkt begrüßt mit einem Vorschlag. Dieser beruht heute auf meinen heutigen Tag. Der ändert sich dann auch im Laufe des Tages, je nachdem, was du machst. Ich habe heute ein kleines Training durchgeführt, deswegen ist die Körperenergie auch schon etwas gesunken. Und so hast du es auch gleich dann mit im Überblick bzw. eine kleine Analyse. Peakwatch ist an dieser Stelle aber nicht komplett kostenlos. Es gibt dann hier auch Abo-Bereich. Wir sind hier überall, wo das Pro steht. Da wird das Abonnement benötigt, um hier genauere Daten zu sehen. Ich blende dann einmal ganz kurz ein, was das momentan kostentechnisch für dich bedeutet. Aber ich würde sagen, wir schauen uns dann einmal hier die Daten an, die uns die App hier so anbietet. Wie gesagt, zu einem bekommt ihr hier oben den KI-Vorschlag. Immer wenn so ein Symbol hier ist, das bedeutet einfach, dass der KI ist, die ins Spiel kommt. Ihr habt dann auch jetzt hier einmal die Body Battery, Stress, Erholung und Belastung. Ihr bekommt dann aber auch noch weitere Daten, wenn ihr hier auf die Kacheln drauf drückt. Wir sehen jetzt hier, wenn wir drauf gehen, bekommen wir auch eine Übersicht der Body Battery. Zu einem sehen wir hier den aktuellen Stand mit 35%. Wir sehen auch hier, die Nachtladung lag bei 52%. Da liegt es natürlich dran, wie man schläft und wie gut das Ganze in der Nacht ist. Und der Tagesverbrauch lag bei 46%. Du bekommst darüber hinaus dann auch eine kleine Kurve angezeigt, den Verlauf. Im Hintergrund sehen wir dann auch hier die Stressmessung. Wir sehen hier Schlaf und Radfahren. Das sind die Faktoren, die heute Einfluss hatten. Ich habe so eine Radfahreinheit gemacht, das hat mich 6% Body Battery gekostet. Wir sehen hier oben, das Training hat hier stattgefunden. Du kannst auf deiner Apple Watch dann auch so ein Diagramm anzeigen lassen. Es gibt dann auch eine Komplikation, die dann unterstützt wird. Das heißt also, du hast es dann auch direkt auf der Uhr, wenn du das möchtest. Wenn wir weiter runtergehen, bekommen wir dann auch nochmal den Verlauf angezeigt. Und wir sehen auch hier nochmal eine kleine Analyse. Jetzt 20:33 Uhr liegt dein Energieniveau bei 35%, 8% höher als der Durchschnitt zu dieser Zeit in den letzten 30 Tagen. Das finde ich immer ganz spannend. Die App macht da immer große Vergleiche, um einfach auch eine Tendenz zu sehen. Und wir sehen dann auch hier nochmal den Körpertrend. 92% war Maximalwert, Minimum war 60 beim Start. Da hatte ich eine schlechte Nacht gehabt. Und wir sehen auch mal einen Durchschnittswert. Und ihr könnt euch das auch für die nächsten Tage oder beziehungsweise letzten Tage dann nochmal genauer anschauen, wenn ihr das möchtet. Ihr habt auch die Option, zum Beispiel den Vortag anzuschauen. Das geht natürlich auch. Dann sehen wir hier nochmal, wie dann der Verlauf war. Und da können wir auch ganz gut sehen, 29% war dann hier der letzte Tag, beziehungsweise dann könnt ihr da auch nochmal die Daten genauer anschauen. Ebenfalls interessant, beziehungsweise ein wichtiger Indikator für die Body Battery ist dann auch der Stress. Wir sehen hier, mein Stress ist jetzt momentan hoch. Ich habe jetzt hier, bin ja viel hoch und runter gelaufen. Wir sehen auch hier, dass das jetzt hier ausgeschlagen ist. Wir sehen auch hier die Trainingseinheit, die ich gemacht habe. Da war der Stresslevel auch etwas höher. Wir sehen hier die Schlafenszeit, da war es sehr niedrig. Der Stress ist vor allem dann interessant, wenn du so anfängst krank zu werden. Du merkst es noch nicht. Das kannst du nämlich an den Stresswerten schon ablesen, bevor du überhaupt merkst, dass du krank wirst. Das ist zum Beispiel ein Indikator. Oder wenn du einfach nicht zur Ruhe kommst, dann ist es auch ein Indikator, dass der Stress dann sehr hoch ist. Und auch wir bekommen dann Durchschnittswerte angezeigt, beziehungsweise den Ruhepuls. Und das sind wirklich sehr gute Einsichten, was die Daten angeht. Es gibt natürlich dann auch hier den Stressverlauf, wie schon bei der Body Battery. Da könnt ihr euch auch die letzten 7 Tage anschauen, beziehungsweise die letzten Tage, wie sich das dann hier entwickelt hat. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich dann die Erholung, gerade wenn du viel trainierst. Wir sehen hier, 88% ist die Erholung im optimalen Bereich. Zu einem liegt hier der Ruhepuls im optimalen Bereich. Das sehen wir jetzt hier auch mit dem Grün, beziehungsweise die Herzfrequenz oder Herzfrequenzvariabilität ist auch hier sehr gut mit 116 Millisekunden. Und hier bekommt ihr dann auch nochmal eine kleine Analyse angezeigt. Wir sehen hier, der heutige Wert beträgt 20% höher als der 60-Tage-Wert. Das heißt also, es hat sich auch etwas verbessert. Und hier bekommst du auch nochmal die Tagesherzfrequenzvariabilität angezeigt. Wenn du die Uhr dauerhaft trägst, siehst du auch hier eine Entwicklung. Und wir bekommen auch eine Trainingsbereitschaft angezeigt. Also wie bereit bist du für ein Training? Und auch sehen hier optimalen Bereich. Das ist dann ja auch in der Anzeige. Wir legen uns jetzt hier um den Wert 40. Ich habe aber heute auch schon eine Trainingseinheit gemacht. Deswegen ist der Wert dann auch etwas gesunken. Aber immer wenn der Wert etwas höher ist, könnt ihr sehen, dass ihr auch bereit für ein Training seid. Und so könnt ihr auch wirklich schauen, dass ihr dann hier im optimalen Bereich trainiert, beziehungsweise euch dann auch wirklich gut erholt. Ein weiterer Indikator ist dann noch die Belastung, also die Trainingsbelastung an sich.
gehen jetzt einfach mal rein. Wir sehen es hier, der Belastungswert liegt momentan bei 54%. Wir bekommen auch eine Empfehlung für unsere Belastung zwischen 79 und 95%. Das heißt also, in diesem Bereich hier oben hätte ich jetzt trainieren sollen. Ich habe jetzt nur ein leichtes Workout gemacht. Das heißt also, ich bin etwas darunter. Bekomme auch hier nochmal eine Analyse angezeigt. Was wir aber hier bei der Belastung machen können, ist dann hier auf die 3 Punkte rechts oben zu tippen. Und hier kannst du nämlich dann auf Training gehen und hier kannst du dann auch sagen, was du dann genau trainieren möchtest. Möchtest du zum Beispiel ein Spitzentraining machen, das heißt also hier wirklich im Maximum trainieren für einen Höhepunkt? Möchtest du deine Fitness aufbauen? Möchtest du deine Fitness erhalten? Oder möchtest du vielleicht etwas weniger trainieren, aber trotzdem noch in einem gewissen Rahmen, damit du zum Beispiel hier wieder dich erholen kannst? Oder du hast eine Pause, eine Verletzung, dann kannst du es auch aktivieren. Und je nachdem, was du auswählst, bekommst du nämlich dann auch hier die Ziele angezeigt. Das ist dann in diesem Fall hier. Und du bekommst dann auch Übungsvorschläge. Das heißt also, was solltest du noch machen, um in den Zielbereich reinzukommen? Und bekommen nämlich hier diverse Vorschläge, zum Beispiel Laufen in Herzfrequenzzone 3 und 4, um hier 19% das noch aufzuholen. 1 Stunde in dem Fall. Oder 1 Stunde Radfahrt, Herzfrequenzzone 2 und 3, um auch die Belastung plus 16% zu erreichen. Aber es werden auch andere Trainingsvorschläge gemacht, wie zum Beispiel hier Yoga 1 Stunde, da wird die Belastung natürlich nicht so hoch gehen. Oder dann auch Kraftsport ist auch mit dabei und so hast du es auch nochmal als Möglichkeit. Du kannst dann auch hier auf die 3 Punkte gehen oder auf das Burger-Menü und dann kannst du sagen, okay, Training kannst du hier nochmal auswählen, was wir gerade eben schon gesehen haben. Aber du kannst auch sagen, in welcher Reihenfolge möchtest du eine Trainingsempfehlung haben. Das heißt also, wenn du Radfahrer bist und lieber Radfahrer eine Trainingsempfehlung haben willst, dann kannst du auch als oben als erstes machen. Wenn wir dann weiter runter scrollen, bekommt dann auch eine Übersicht, welche Workouts ihr an dem heutigen Tag durchgeführt habt. Sehen hier, ich habe das Ganze mit RunGap importiert. Das liegt daran, dass ich eine Swift-Training-Einheit gemacht habe. Und ihr bekommt dann auch nochmal eine Übersicht für die tägliche Herzfrequenz. Das heißt also einmal hier der Schlaf, die Trainingseinheit und in welchen Belastungszonen du dann hier für den heutigen Tag unterwegs gewesen bist. Dann gibt es auch noch einen Belastungsgrad. Das ist das, was wir oben gesehen haben. Also wir sehen hier, Spitze waren 70% Belastung und ja, heute ist es ein bisschen weniger. Und da bekommst du auch nochmal einen 14-Tages-Schnitt und kannst auch nochmal anschauen, wie sich das dann hier entwickelt hat. Zum Beispiel, hier habe ich gar kein Training gemacht und die Uhr habe ich zum Beispiel hier nicht getragen. Das fällt dann direkt auf und so hast du es dann auch mit dabei. Das ist aber noch nicht alles, was wir hier an Daten bekommen. Es gibt dann auch noch weitere Auswertungen. Wenn wir runtergehen in den Schlaf, sehen wir einmal ganz schön übersichtlich, ob wir gut oder schlecht geschlafen haben. Genauere Informationen bekommen wir dann, wenn wir ins Widget hineingehen. Sehen wir auch hier nochmal gut geschlafen. Auch hier habt ihr natürlich die Möglichkeiten, die verschiedenen Tage euch anzuschauen. Zum Beispiel jetzt den gestrigen Tag, da war die Schlafqualität nicht so gut. Im Gegensatz zu heute, da war sie etwas besser, bei 84%. Und auch hier bekommt ihr dann nochmal eine kleine KI-Analyse angezeigt. Als wenn wir jetzt auch runterscrollen, sehen wir auch Dimensionen der Schlafqualität, einmal Gesamtschlafenszeit, wie erholsam war das Ganze, ist es im Normalbereich oder auch nicht. Es gibt dann hier auch noch so eine kleine Analyse bzw. eine kleine Beschreibung. Oder die Kontinuität bzw. Effizienz, als auch die Regelmäßigkeit wird ebenfalls damit ermittelt. Und so hast du auch nochmal weitere Daten bzw. Analysen deines Schlafes. Es gibt dann auch eine Empfehlung, was den Schlaf generell angeht, also eine Art Schlafcoach. Der sagt dann hier zum Beispiel täglich 23 bis 26 ins Bett, 37 aufwachen. Das wäre so die Empfehlung, um dann auch hier alles so weit zu erreichen, bzw. dass du optimal dann schläfst. Du hast dann auch die Möglichkeit, hier theoretisch einen Wecker zu benutzen. Ich nehme aber den normalen Default-Wecker von Apple, aber da hast du auf jeden Fall auch die Möglichkeit. Und wir sehen auch hier, Schlafaufzeichnung ist von der Apple Watch direkt. Wir sehen auch jetzt die Zeiten, 22:46 bis 5:45 war der heutige Schlaf. Und natürlich gibt es dann auch die klassischen Schlafdaten wie Schlafphasen, als dann auch die REM-Tiefschlafphasen und beziehungsweise die Wachphasen. Und es gibt natürlich, wie es sich dazu gehört, die weiteren Schlafdaten wie die Herzfrequenz, die Blutsauerstoffwerte, die Atemfrequenz wird ebenfalls für den Schlaf ermittelt. Und auch hier gibt es dann einen Trend, einmal über die Schlafdauer. Dann gibt es so eine Art Schlafschuld, nennt sich das Ganze, das ist eher so ein Schlafkonto, ob ich dann im optimalen Bereich bin. Und eine Regelmäßigkeit, also wie regelmäßig gehe ich dann ins Bett. Dann können wir sehen, es weicht manchmal ein bisschen ab, manchmal ist es ein bisschen kürzer. Und so hast du auch die Möglichkeit, hier so deine Schlafanalysen so durchzuführen und ja zu erkennen, woran es vielleicht liegt, dass du nicht so dich erholt fühlst. Das ist auf jeden Fall eine Option. Eine weitere Option ist auch, wenn du auf die 3 Punkte hier oben drauf gehst, dann zu sagen, ich möchte hier den Schlaf einstellen, besser gesagt die Datenquelle. Du hast nämlich auch die Möglichkeit, nicht nur die Apple Watch zu nutzen. Dürft ihr jetzt nicht wundern, warum hier so viel Apple Watch steht. Das liegt einfach daran, dass ich immer die Uhren teste, neu verbinde. Deswegen ist die Liste sehr lang.
Aber du kannst zum Beispiel auch die App Autosleep nutzen. Polar Flow mit den Polaruhren ist möglich. Das Whoop-Band wird unterstützt, beziehungsweise auch hier Garmin Connect. Das heißt also, alle Apps, die auch Apple Health unterstützen, kannst du hier auswählen und priorisieren, beziehungsweise dann auf die oberste Position setzen, falls du die Schlafdaten hier von einem anderen Gerät verwenden möchtest, statt mit der Apple Watch. Generell muss man sagen, Peakwatch zieht sich alle Daten aus der Health App. Das heißt also, jede Uhr oder jedes Gerät, das in die App hineinschreibt, bringt auch die Daten hier zur Peakwatch App. Neben dem Schlaf gibt es auch die Möglichkeit, dann deine Ernährung zu tracken, besser gesagt eine Übersicht zu bekommen, ob du genug Kalorien zu dir nimmst oder zu viele. Wir sehen auch hier, ich habe jetzt hier meine Kalorien getrackt mit MyFitnessPal. Wir sehen auch hier, ich habe noch ein Kaloriendefizit. Das Ganze beruht natürlich auf meinen Daten, die ich jetzt hier hinterlegt habe, Geschlecht, Alter und Gewicht. Beziehungsweise kannst du auch berechnen, wie viele Kalorien du zunehmen solltest, um dann hier abzunehmen. Es ist aber so, dass das Kalorientracking über die App selber nicht gut ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt ein Essen aufnehmen, wir nehmen jetzt einfach mal Essen suchen und ich suche jetzt mal ganz klassisch ein Schnitzel, das wird er nicht finden. Das heißt also, da hat die App auf jeden Fall Aufholungsbedarf. Das macht sie wirklich nicht sehr gut. Das heißt also, wenn du die jetzt als reinen Kalorientracker nutzen möchtest, kann ich sie nicht empfehlen. Da würde ich eher auf eine App wie zum Beispiel MyFitnessPal zurückgreifen. Aber die Daten, die du hier zum Beispiel eingibst, und die App ist auch kostenlos, bekommst du auch hier dann in der Peakwatch-App angezeigt. Das heißt also, du hast es dann trotzdem mit in der Übersicht. Und auch hier hast du natürlich die Möglichkeit, deine Energiebilanzen nochmal einen Trend anzuschauen. Ich habe jetzt das nicht ständig getrackt, deswegen sehen wir jetzt hier auch etwas komische Werte. Und so hast du auch hier einen kleinen Überblick. Die letzten beiden spannenden Werte auf der Heute-Seite ist dann einmal die Trainingsbelastung bzw. die Körperwerte. Als erstes schauen wir uns ganz normal die Körperwerte an. Im Prinzip ist es eigentlich die Vital-App, was wir von Apple kennen, mit einer kleinen Ergänzung. Hier wird nämlich auch die Herzfrequenzvariabilität berücksichtigt. Das haben wir leider bei der Apple Vital-App nicht. Und wenn wir hier reingehen, bekommt ihr dann auch nochmal so eine kleine Tendenz angezeigt. Auch hier könnt ihr euch die letzten Tage anschauen, beziehungsweise die gelbe Linie ist dann euer Wert, der ermittelt worden ist. Das ist für euch auch immer ganz individuell und da kann die App dann auch schauen, ob du dich dann hier im Rahmen bewegst oder auch nicht. Zum Beispiel der Ruheherzfrequenz sehen wir dann hier ist normalerweise um die 45 und wir sehen auch hier, da war es ein bisschen angeschlagen gewesen. Das kann man auch wirklich sehr gut auslesen. Als dann auch die Herzfrequenzvariabilität haben wir ebenfalls nochmal als kleinen Wert und unten gibt es dann auch immer so eine kleine Analyse. Ganz spannend fürs Training ist natürlich dann auch noch die Trainingsbelastung. Und wenn wir hier drauf gehen, bekommen wir nämlich dann hier das klassische CTL-ATL-Bild angezeigt. Also hier die Ermüdung und die Fitness. Das heißt also, da werden dann die Langzeitdaten mit den Kurzzeitdaten verglichen. Wir sehen hier, ich bewege mich momentan im gleichen Bereich, also nahe der Erholung. Ich könnte auch ein bisschen mehr machen und ein bisschen anstrengender das Ganze machen. Und wir sehen unten dann auch eine Beschreibung. Wir sehen hier, der TSB-Wert ist größer gleich 0. Oder kleiner 10 ist nahe der Erholung. Wenn du größer bist, hast du eine gute Erholung, das sind 25 bis 10. Und wenn du dann zum Beispiel minus 10 bzw. minus 25 hast, das ist eine hohe Müdigkeit und TSB größer minus 25 oder kleiner minus 25, gar nicht richtig ausgedrückt. Das heißt eine extrem hohe Ermüdung. Da solltest du auf jeden Fall hier eine Pause machen, weil du dann nahe der Verletzung bist. Und auch hier hast du dann die Möglichkeit, Langzeitdaten anzuschauen. Einmal natürlich klassisch für 60 Tage, das ist eigentlich dann immer sehr interessant, aber auch ein Jahr ist möglich, wenn du dann mal einen kompletten Verlauf haben möchtest. Dann siehst du auch mal hier, wie sich dann das Training entwickelt hat. Wir sind hier, ich war ganz lange krank, das kann man sehr gut sehen, da gibt es einen richtigen Knick. Und auch dann so die kleinen Trainingspausen werden dann auch angezeigt und so hast du es dann auch mit im Überblick. Das ist aber natürlich noch nicht alles. Es gibt dann auch hier noch weitere Menüfelder. Wir sind hier Trends, Journal, Workouts und Training. Als nächstes gehen wir dann zu Trends. Und hier wird dann zum Beispiel die Erholung und die Belastung verglichen. Wir sehen hier, immer wenn es schraffiert ist, ist das der optimale Bereich. Die grüne Linie ist dann die normale Erholung und die rote Linie ist dann die Belastung. Das heißt also, wenn du ein Workout gemacht hast, geht dann die Belastung hoch. Und wir sehen auch immer, dass ich hier immer im optimalen Bereich unterwegs war. Auch unten sehen wir hier nochmal die Trainingserschöpfung. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Das ist natürlich wieder ein weiterer Bestandteil. Du bekommst dann auch eine Übersicht der Herzfrequenzzonen, wo du dann trainiert hast. Und dabei hast du jetzt die Möglichkeit, wenn wir auf die 30 Tage gehen, auch zu sagen, du möchtest nach gewissen Workouts gucken, zum Beispiel laufen, dann siehst du hier die Herzfrequenzzonen oder ich habe dann auch noch Yoga gemacht. Also hier werden gerade alle Sportarten angeboten, die ich die letzten 30 Tage gemacht habe. Und so siehst du auf jeden Fall auf einen Blick, ob du hier dein Training richtig einsortiert hast, weil du solltest ja nicht so viel im hohen Bereich trainieren, sondern eher im niedrigeren Bereich. Und das hast du dann hier nochmal mit im Überblick, um das zu sehen. Und wir sehen auch hier den Trainingsfokus.
aeroben, anaeroben Bereich. Das wird dann auch aufgeteilt, können wir ganz gut sehen, dass hier mein anaeroben Bereich zu niedrig ist mit 0%. Also das sollte ich auf jeden Fall mehr machen. Das heißt also auch mehr Intervalle, um das dann hier auch abzubilden. Und wir haben noch die Herzfrequenzregeneration. Da bekommt ihr das auch in der Übersicht angezeigt. Auch das kannst du dann einteilen zwischen Radfahren, Laufen oder dann auch zum Beispiel Yoga. Da macht es vielleicht nicht so Sinn, aber so hast du dann auch nochmal für alle Workouts das in der Übersicht. Das gleiche dann auch bei der Cardio Fitness. Wir sind jetzt hier durchschnittlich 50,6, Maximum ist 57,5 und 30,6 war das Minimum. Sind auch hier, ich bewege mich im sehr guten Bereich. Als natürlich auch hier wird ein Schlafdefizit noch mit reingenommen als Trend, damit du nochmal siehst, wie dein Schlaf sich aufteilt, als auch Schlafphasen. Das heißt also, hier hast du wirklich so eine schöne Trendanalyse der verschiedenen Faktoren und auch der Energiehaushalt ist mit dabei. Und so kannst du auch immer sehen, wie du dich dann hier insgesamt entwickelst. Als nächstes werfen wir einen Blick in das Journal. Hier bekommst du dann so ein paar Trends angezeigt. Wir sehen einmal hier auch Treppensteigen, Schlafgeräusche und Cardio werden angezeigt, weil ich hier so Schwellenwerte erreicht habe. Das sind hier 30 Minuten von 20, habe ich Cardio-Fitness gemacht, 13 Stockwerke von 10 habe ich erreicht. Du kannst hier auch Ziele definieren. Das heißt also, wenn wir auf die 3 Punkte gehen und hier auf die Konfiguration, können wir auch sagen, okay, wir möchten zum Beispiel fürs Cardio dann Ziele haben, wie etwa dann hier 40 Minuten oder 30 Minuten, das ist auf jeden Fall hier möglich. Nehmen wir uns einfach mal 23. Und wenn du, sobald du einen Schwellenwert erreicht hast, einen positiven Wert, bekommst du das dann auch hier angezeigt. Das heißt also, diese 3 Fälle sind jetzt hier eingetreten. Du wirst jetzt nicht zugemüllt mit irgendwelchen Daten, aber nichtsdestotrotz, ich hätte mir dann im Journal etwas mehr gewünscht, dass man da doch mehr einstellen kann. Beziehungsweise du musst die Schwellenwerte dann weit runtersetzen, um dann hier das Ganze in der Übersicht zu haben. Ich finde es jetzt nicht so glücklich gelöst und habe eigentlich nie wirklich hier reingeschaut. Es gibt dann auch noch Erkenntnisse, das heißt also, welche Einflussfaktoren haben positive und negative Einflüsse auf deinen Schlaf. Sind hier positiven Einfluss, haben wir zum Beispiel Schritte, also Bewegung, als auch Cardio, das ist eigentlich keine große Überraschung. Negative Einflüsse sind bei mir zum Beispiel hier die Belastung, die dann zu hoch teilweise ist, oder spätes Schlafengehen wirkt sich auch sehr schlecht auf meine Erholung aus. Und das gleiche haben wir auch für den Schlaf. Wir sehen hier, es gibt eigentlich keine großen Unterschiede. Und wir können aber auch mal einen anderen Tag auswählen. Gehen wir zum Beispiel einfach auf den 25. Und wenn wir da jetzt auf Erkenntnisse gehen, bekommt das auch nochmal hier angezeigt, die Entwicklung, aber da hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Also wie gesagt, ich gucke jetzt eigentlich nicht so viel in das Journal rein. Das ist auf jeden Fall hier noch ausbaufähig. Was aber interessant ist, sind dann die Workouts selber. Wenn wir da drauf gehen, bekommen wir nämlich auch hier eine kleine Übersicht angezeigt. Einmal von allen Workouts insgesamt. Sind hier 1 Stunde 11 diese Woche trainiert. Die Kalorien, die ich verbrannt habe, als auch die Häufigkeit. Es gibt dann noch so ein paar Ziele, die ihr einrichten könnt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, euch das für den Monat anzuschauen. Da bekommt es angezeigt. Oder auch jährlich ist es natürlich auch möglich. Und das habt ihr dann auch mit dabei. Da wir jetzt Anfang Dezember haben, deswegen sind die Werte gleich. Aber wir können jetzt einfach mal kurz November gehen. Sehen wir jetzt hier zum Beispiel, ist es dann 11 Stunden 47. Oder, ja, das war jetzt die erste Novemberwoche, sind dann hier 1 Stunde 25 im Training. Und das geht dann auch so im Überblick. Möchtest du was Bestimmtes sehen, hast du auch oben hier eine Auswahl an Aktivitäten, die wir dann hier gemacht haben. Wir können dann zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt hier aufs Radfahren. Das habe ich jetzt ein bisschen mehr gemacht im Monat. Gehen wir uns einfach mal hier auf den, ja, wir sind hier im November, passt ja. Sind hier 5 Stunden 14, habe ich das trainiert. Kalorien waren dann 2937, was ich verbrannt habe. Distanz waren dann 59,1 Meilen. Und wir bekommen dann auch noch den Höhengewinn bzw. die Häufigkeit. Und dann hast du es mit im Überblick. Beziehungsweise du kannst dann auch in eine Einheit reingehen, in ein Workout fürs Radfahren. Da bekommen wir dann noch weitere Daten. Das sind einmal hier zum Beispiel die Dauer, die Kadenz und auch die Leistung. Ich habe zum Beispiel ein Leistungsmesser verbunden gehabt. Und hier von Apple Watch wurde das Ganze dann hier gemessen. Und du bekommst dann auch einen Überblick über die Trittfrequenz, als auch Leistung nochmal schön grafisch dargestellt. Den Trainingsaufwand bekommt ihr auch analysiert, ob das jetzt hier Maximum oder Minimum war. Seht auch immer hier, was dann die VO2 Max Auswirkung ist. Dann die Trainingsimpulse, die man gesetzt hat oder auch nicht. Auch das wird dann nochmal schön beschrieben. Dafür kannst du dann auf das i gehen. Da bekommst du auch nochmal eine kleine Erläuterung und das ist auch alles auf Deutsch. Also hier ist nichts in Englisch. Das finde ich eigentlich sehr praktisch, weil da kannst du auch immer in Ruhe das nachlesen. Ist auch wirklich alles sehr ausführlich beschrieben. Und es gibt natürlich dann auch Energieverbrauch und ob das Ganze kraftvoll war oder auch nicht, beziehungsweise die Intensität der Trainingseinheit und natürlich auch die Erholungsherzfrequenz wird dann ermittelt, beziehungsweise die Herzfrequenzänderung. Und es gibt dann auch noch die Kardioleistung, die wird auch aufgeführt, beziehungsweise da kannst du dann auch immer sehen, VO2 Max Bewertung ist in diesem Fall gut. Und so bekommst du auch jedes Training, sei es Lauftraining, Radfahrtraining,
direkt auch nochmal schön in der Analyse ausgewertet. Zur Vollständigkeit schauen wir noch ganz kurz eine Laufeinheit rein. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine rausgesucht, die habe ich mit der Apple Watch aufgezeichnet und auch hier bekommen dann einmal die Daten, zum Beispiel das einmal von der Apple Watch ist, beziehungsweise dann wie viel ihr gelaufen seid, die Pace ist mit dabei. Wir sehen jetzt Trainingsdaten, die Herzfrequenz und was es dann natürlich noch gibt, ist die Leistung, Kadenz, die Schrittlänge, die vertikale Bewegung bzw. die Bodenkontaktzeit habt ihr natürlich auch als Trainingsauswertung. Das heißt also, da bekommt es dann ebenfalls mit angezeigt. Und noch eine kleine Ergänzung. Wir haben ja gerade gesehen, die Werte wurden ja in Meilen angezeigt. Das kannst du aber umstellen. Und dafür gehen wir einfach mal ganz kurz auf heute, oben rechts auf das Männchen. Und hier gibt es nämlich die Möglichkeit, in den Basiseinstellungen auch die Einheiten einzustellen. Und aus irgendeinem Grund sind hier Meilen drin. Ihr könnt es natürlich aber auf Kilometer machen. Das heißt also, da bekommt dann auch die richtigen Werte angezeigt. Nur so als kleine Anmerkung. Ein weiteres interessantes Feature der Peakwatch App ist dann auch hier die Möglichkeit, Workouts durchzuführen. Wir sehen hier nämlich jetzt Trainings. Ihr habt zum einen die Möglichkeit, hier benutzerdefinierte Trainings zu erstellen. Also sei es jetzt fürs Laufen, aber auch fürs Krafttraining. Wenn wir zum Beispiel auf eine Übung gehen, aufs Plus, können wir sagen, hier offenes Training, Fitnessstudio oder möchten zum Beispiel Intervalle trainieren. Da können wir zum Beispiel sagen, ich möchte eine Übung hinzufügen. Hier werden alle möglichen Krafttrainingseinheiten angezeigt und auch grafisch dargestellt. Das heißt also, hier kannst du wirklich ein eigenes Trainingsplan machen, wenn du das möchtest. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber was es dann auch in der App gibt, sind nämlich vorgefertigte Trainingseinheiten. Das finde ich eigentlich noch viel interessanter. Wir sehen hier unten nämlich eine kleine Liste an Möglichkeiten, die du hier machen kannst. Aber du hast auch die Möglichkeit, diese Liste zu filtern. Wir können einfach jetzt hier oben drauf gehen und sagen, okay, wir gehen jetzt hier auf Filter. Und dann hast du die Möglichkeit, was soll man trainieren. Ich würde zum Beispiel jetzt hier eine Krafttrainingseinheit machen. Die sollte hier 20 bis 60 Minuten gehen. Eher für den fortgeschrittenen Bereich. Wobei man sagen muss, hier gibt es zweimal fortgeschritten, dann gibt es mit der Übersetzung etwas ein Problem. Ich vermute mal, das ist hier mittel und das ist hoch. Wir nehmen jetzt einfach das mittlere. Und wenn wir auf Bestätigen gehen, dann werden wir jetzt auch alle Krafttrainingseinheiten sehen, die uns hier angeboten werden. Auch die sind hier im Pro-Paket. Es gibt hier zum Beispiel Ganzkörpertraining mit Körpergewicht. Das heißt also, man muss nicht mal mit Handel trainieren. Dann sehen wir hier auch hier schon die Übungen, die angezeigt werden. Du kannst es nochmal dann im Detail anschauen, wie diese Übung funktioniert. Und du hast dann auch die Möglichkeit, auf der Apple Watch direkt hier, beziehungsweise über die App, auf der Apple Watch dann die Trainingseinheit zu starten. Das ist dann möglich, dann wird auch hier die App gestartet, beziehungsweise das Training aufgezeichnet. Das gleiche geht natürlich dann auch hier mit einer Laufeinheit. Das sehen wir auch mal aus. Gehen jetzt hier auf Bestätigen und dann gibt es hier zum Beispiel verschiedene Intervalltrainingsläufe, mittleres Intervalltraining und da bekommst du auch ein geleitetes Workout. Das Ganze ist dann auch einmal mit Aufwärmphase, das heißt also, hier machst du ein paar Dehnübungen und auch im Nachgang gibt es ein paar Dehnübungen, also auch wirklich das volle Programm, wie es sich gehört, mit Vordehnen und Nachdehnen. Das heißt also, da würdest du auf jeden Fall auch, was Verletzungen angeht, immer alles vorbeugen. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich an dieser Stelle. Wir haben ja gesehen, wenn wir zum Beispiel nochmal auf heute zurückgehen und auf die Belastung, hier würde ich zum Beispiel erwarten bei den Trainingsvorschlägen, dass man diese Trainings hier direkt ausführt. Das ist aber leider nicht möglich. Das heißt also, du kannst die Trainings hier leider nicht über die App direkt starten. Hier würde ich mir auf jeden Fall wünschen, irgendwann vom Entwickler, dass er sagt, okay, diese Zonentrainingseinheit möchte ich gerne auf der Uhr haben und dann bekomme ich diese dann auch geleitet. Das ist leider so ein kleines Manko aktuell noch in der App selber. Wir haben ja oben rechts dann schon mal auf die Einstellungen reingeschaut. Da würde ich sagen, da werfen wir auch noch mal einen kurzen Blick drauf. Sind jetzt auch hier, ich bin seit 380 Tagen schon dabei. Das heißt also, ich nutze die App auch schon eine ganze Weile. Du kannst dann einmal hier Gesundheitseinstellungen vornehmen. Wir haben es gerade eben schon gesehen, beim Schlaf kannst du definieren, welcher Wert hier genommen werden soll. Wenn du es deaktivierst, dann entscheidet die App selber. Hier kannst du auch dein Schlafziel einstellen, was für dich optimal ist. Hier kannst du auch nochmal dein Training einstellen, das haben wir gerade eben gesehen. Aber du hast auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel zu sagen, okay, die Herzfrequenzzonen, wenn du welche kennst, kannst du hier auch hinterlegen. Du kannst sie aber natürlich dann auch berechnen lassen. Und das beruht dann auch zum Beispiel hier auf der maximalen Herzfrequenz, falls du die Werte hast. Beziehungsweise du kannst auch den automatischen Wert nehmen. Das habe ich zum Beispiel jetzt drin. Oder du hast auch die Möglichkeit, eine Pace-Einstellung zu hinterlegen. Wenn wir hier drauf gehen und du kennst deinen Laktatschwellenwert, also dann, wenn das Laktat mehr aufgebaut wird als abgebaut, das ist dann der Schwellenwert. Und dann, wenn du die Pace hast, kannst du es auch hinterlegen. Dann bekommst du deine Zonen ebenfalls hier angezeigt, beziehungsweise kannst du dir einrichten. Ich hatte es ja schon ganz kurz erwähnt, dass du ja auch Komplikationen auf deiner Apple Watch anzeigen lassen kannst. Und das sehen wir hier zum Beispiel im Bereich Zifferblatt. Wenn wir drauf gehen, dann sehen wir nämlich auch schon eine kleine Übersicht, was uns die App alles anbietet. Und wenn wir jetzt hier runter scrollen, sehen wir auch schon eine kleine Inspiration, was wir alles machen können. Und je nachdem, welche Uhr du hast, kannst du natürlich auch verschiedene Daten anzeigen lassen. Wir bekommen jetzt hier Beispiele, zum Beispiel für die Apple Watch Ultra.
Wir sehen jetzt hier modular zum Beispiel, kannst du das dann auswählen, hier mit auch den verschiedenen Fitnesswerten bzw. Vitalwerten werden dir angezeigt. Oder zum Beispiel auch die Erholung-Belastungsverhältnis bekommst du angezeigt. Oder die Body Battery kannst du als Grafik anzeigen lassen. Unten hier weitere Icons. Und so hast du ein paar Beispiele, Vorschläge, wie du das Ganze dann hier für dich gestalten kannst und beziehungsweise wie du das dann haben möchtest. Also da habt ihr auf jeden Fall sehr viele Daten direkt auch auf der Uhr und müsst nicht direkt in die App reingehen. Stichwort Uhr, du hast natürlich die App auch direkt auf der Apple Watch selbst. Die haben wir jetzt hier angezeigt. Wenn wir jetzt einfach mal in die App-Übersicht hineingehen, gibt es unten hier das Peak-Watch-Symbol bei mir an der Stelle. Das ist hier diese 3 Striche. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Hier bekommt ihr einmal auch in der App selber die Body Battery angezeigt und alle Daten, die wir gerade eben gesehen haben, sind auch hier enthalten. Und da könnt ihr euch das auch nochmal direkt auf der Uhr anschauen. Das heißt also, ihr müsst nicht direkt in die App hineingehen, um die Daten einzusehen. Es gibt zwar ein paar Details mehr in der App, aber so für den ersten Überblick habt ihr das auch alles schön mit auf der Uhr dabei und könnt dann hier auch dann entsprechend trainieren. Und wenn wir rüberwischen, habt ihr auch die Möglichkeiten hier dann Trainings zu starten, falls ihr ein Training hinterlegt habt. Habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen ist noch keins da, aber das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Solltest du mit der Synchronisation irgendwelche Probleme haben, dann kannst du auch rechts oben auf das Zahnrädchen gehen und dann kannst du einfach einmal sagen, ich möchte hier verbinden und synchronisieren. Sehen wir hier nochmal, dann könnt ihr auch da nochmal alles synchronisieren bzw. hier die Daten aktualisieren, falls da mal irgendwann ein Problem geben sollte. Aber im Regelfall funktioniert das Ganze. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle einfach mal eine Möglichkeit zeigen, wie ihr Trainingsdaten auf eure Apple Watch angezeigt bekommen könnt, beziehungsweise auch die Body Battery und auch Trainingsvorschläge. Es gibt noch viele weitere Apps wie Bevel, Athletic oder auch Sonar Health, die euch weitere Daten anzeigen. Ich werde die Apps jetzt auch nochmal in naher Zukunft vorstellen. Es gab hier und da ein paar Änderungen, aber Peakwatch ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, welche App du aktuell nutzt für die Apple Watch oder nutzt du gar keine App. Schreib es mal gerne rein. Oder nutzt du vielleicht Peakwatch und wie ist deine Erfahrung? Auch das kannst du mir gerne kommentieren. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du schon mehr zum Thema Apple Watch sehen möchtest, ich habe auch eine Playliste rund um Apple Watch, da kannst du mal reinschauen. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du reinschauen, was sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.